den Deckel auf, der schnippert hier noch ein, ne? Habe hier so ein Halterteil und dann ist da ein 750 Wattstunden Akku drin. 750, überleg mal, das ist 3/4 Kilowatt. Hi Leute, ich bin der Lucia vom Fahrtgeschäft Konrad und das ist der Tobi. Hi. Und heute haben wir eine Premiere für euch und zwar das erste KTM auf unserem Kanal, in unserem Laden in Kaiserslautern. Und zwar das KTM Makina Gran 720. Und jetzt werden sich ganz viele von euch mit Sicherheit schon fragen, für was genau steht eigentlich die 720? Und ganz ehrlich, ich frage es mich auch, denn was wir hier drin haben, ist ein 750er Akku. Und guckt euch mal diese krasse Integration vom Akku an. Das war jetzt Schnipp, Schnapp, Deckel ab. Guckt euch das mal an, wie heftig das gemacht ist. Und das war's schon. Das ist einfach simpel, aber genial. Schön, ne? Dieser matte Flip-Flop Lackton hier. Einfach nur diesen Hebel, guckt euch das mal an. Direkt den Deckel auf, der schnippert hier noch ein, ne? Hab hier so ein Halterteil und dann ist da ein 750 Wattstunden Akku drin. 750, überleg mal, das ist 3/4 Kilowatt. Und der ist echt schön da drin integriert, ne? Ja, also, wo fangen wir an? Also, echt ein cooles Bike, auch super schön integriert hier mit dem Akku und auch super vormontiert. Ja, wo soll man anfangen? Also es gibt viele Highlights bei dem Rad, ne? Ist so eine Art ja, SUV City Trekkingrad, würde ich mal sagen, ne? Weil breite Bereifung mit dem neuen Schwalbe Allgrounder, also so neu ist er ja gar nicht, ne? Ja, also ich würde tatsächlich sagen, Cityrad wäre ein bisschen unterdimensioniert. Vollblut-Trekkingrad ist das für mich. Wir haben eine Federgabel mit ordentlich Federweg, ist eine Stahlgabel, dadurch auch super pflegeleicht, lässt sich sogar ein bisschen absperren hier vorne mit dem Rädchen. Also da sind wir schon im groben Trekkingbereich eigentlich gut aufgehoben. Super dicke Bereifung, du hast schon gesagt, für jedes Terrain zu gebrauchen. 60er Breite, also richtig ordentliche Schlappen. Wird oft gefragt, sind 27,5 Zoll Reifen. Das heißt sehr wendig, trotzdem auch laufruhig, so die neuen 28er sozusagen. Ja. Ja, ich bin es eben mal gefahren und muss ganz ehrlich sagen, also es hier hat mich zuerst ein bisschen so, weiß nicht so, an was ich mich so erinnert, so ein bisschen witzig halt, ne, das Profil, ne. Aber es fährt sich wirklich genial, also es ist echt faszinierend, der rollt super, hat einen guten Rollwiderstand und ist nicht so laut, hat aber trotzdem gefühlt gut Grip. Ich bin natürlich jetzt im Trockenen gefahren, sagt natürlich nichts aus nach 2-3 Kilometern, aber fühlt sich einfach gut an. Ne? Genau, hydraulische Scheibenbremsen mit 180er Rotoren. Das heißt auch, dass wir diese ordentliche Masse von den 750 Wattstunden schnell gebremst bekommen mit einer guten Bremsanlage. Genau, Motor haben wir noch gar nicht erwähnt. Ist der Bosch CX drin, neueste Generation, also mit dem neuen CAN-Boost-System, 85 Newtonmeter, das heißt die 750 Wattstunden, die können wir auch komplett ausnutzen. Ja. Hier auch nochmal, wenn du gerade unten bei dem neuen Smart Bosch CX-Motor bist, guckt euch das mal an. Cool, dieser Ladeport hier, zack, und dann schnappt er dann ein, hier ganz easy mache ich den auf und dann ist der auch immer wieder direkt zu und guck mal, wie der verarbeitet ist. Also echt schon eine feine Sache, was halt wirklich nicht selbstverständlich ist, auch von den Spaltmaßen echt cool. Genau, Feder haben wir halt dabei, Sattelstütze hier, ne? Was ist das für eine? Die ist ja ein bisschen hier in dem Neopren ja, das ist die Santur NCX. Ja, Santur NCX. Braucht auch coole Sattelstütze, merkt man auch direkt, wenn man damit fährt, ne? Gehen nicht die ganzen Schläge in den Rücken, so eine Parallelogramm-Sattelstütze. Wer halt mehr will, klar, gibt es natürlich noch krassere, aber die sind dann halt immer mit um die 200 Euro, hauen die halt schon rein. Ne? Also ihr kennt ja die bewährten, guten Sattelstützen. Aber die hier, muss ich echt sagen, also ich war eben verwundert, bin ich dann nochmal über einen hohen Bordstein gefahren, den ich halt so kenne. Der macht ja meistens Bob und der hier schön drüber. Also sage ich auch mal so, reicht, ne? Reicht völlig. Im Bereich reicht völlig, sogar noch ein bisschen mehr sind wir bei der Schaltung. Wir haben eine 10-Gang Diore verbaut, vom HG-Standard, das heißt die
schnelle Kassette, wo wir sehr zügig eben unsere Gänge wechseln können. Es gibt ja mittlerweile 2 Standards, Linklight und HG. Hier hat man sich für die bisschen zügigere, schnell schaltende HG-Version entschieden. Finde ich eine gute Entscheidung, auch wenn ich die Linklight mittlerweile auch mag, ich komme auch so ein bisschen aus dem Mountainbike-Bereich. Das schnelle, saftige Schalten gefällt mir noch ein Stück besser. Damit der Hintern auch schön gebettet ist, ne, komme ich nochmal hier auf dieses Sattelthema zu. L'Oreal 3D-Skin Gel, kennt ihr von den ganzen Riese Müller-Rädern oder wie du willst. Ein bewährter Sattel, wo man schön drin sitzt, aber nicht komplett tief eintaucht und echt für so die meisten Trekkingtouren richtig gut ist. Also das ist echt einer der beliebtesten Sättel und wenn es halt auch noch mal ein bisschen mehr sein soll, können wir hier auf unsere Fitting Station bzw. Vermessungsstation, wo man die Knochenabstände so abmessen kann, auf unserem Ergon-Sattel bzw. Ergon-Sattelstuhl hinweisen. Der ist ein bisschen genauer, dann können wir noch mal ein bisschen besseren Sattel oder passenderen Sattel, sagen wir es eher, passenderen Sattel aussuchen. Ja, Bosch System 3, ne? Vorbau ist noch hier verstellbar und schön lang und komfortabel, dass ich auch schön aufrecht sitze. Ergon GP3 sind es, glaube ich, ne? Oder ich glaube, wir haben die klassischen GP1 GP1 mittlerweile. Ja. Hat sich die Optik ja ein bisschen verändert. Ich finde die neuen tatsächlich besser. Schön schwarz in einem, ne? Sieht Genau. cool aus, ja. Du hast Vorbau erwähnt, höhenverstellbar und ich finde die Integration von den Leitungen finde ich richtig gut gelöst. Schön aufgeräumt. Geht sogar noch ein bisschen aufgeräumt. Das machen wir am Anfang, wenn wir die Räder montieren, erstmal nicht, weil wir noch nicht wissen, wie die finale Lenkerposition sein wird. Aber auch so schon sieht man schon aufgeräumtes Cockpit, wie wir es gerne haben. So, ich habe jetzt mal gerade das Licht noch angemacht. Das haben wir nämlich auch hier schön integriert. Zack, zack. Ne? Geht das hier, wenn ich dann diese Plus-Taste lang gedrückt lasse. Ich glaube, du musst hier so gehen, da ist so ein kleines Plus-Symbol. Und dann darunter ist die Lampe. Wenn man die gedrückt lässt, geht das Licht an. Vorne wie hinten haben wir eine Beleuchtung, dass wir auch schön STVZO-konform durch den Straßenverkehr düsen können. Mit dem Reflektor natürlich auch. Und das macht das Ganze nochmal zum runden Paket. Genau, das ist so der Punkt, wo ich persönlich sage, irgendwo merkst du auch den Preis ein bisschen, weil bei welchem Preis sind wir hier? Wir sind bei 4 tatsächlich weit unter 5.000 Euro, also bei 4.299 Euro. Und du willst wahrscheinlich darauf hinaus, dass die Lampen jetzt eine Top of the Pops sind. Genau, also ich habe ein Komplettpaket, da stimmt eigentlich alles. Nur die Lampen sind so die Kategorie, das reicht, um durch die Stadt zu fahren, das reicht, um abends mal heimzufahren. Aber wenn ich da wirklich mal trekkingmäßig auch nachts unterwegs bin, ja, das wäre der Punkt. Ich würde mir einen richtigen Scheinwerfer dran bauen. Das ist so das Einzige. Das ist klar, das ist halt dieses typische Mountainbike, der Mountainbike-Anspruch. Ist bei mir nicht anders, aber ich muss ganz ehrlich sagen, für Leute, die jetzt nicht 6.000, 7.000 oder sagen wir mal eher so 5.500, 6.500 ausgeben wollen für ein Trekkingrad, was ja oft schnell erreicht ist, auch bei den Marken, wo wir jetzt hier haben, kann dann sagen, hier und ich gucke mal, wie ich mit der Lampe klarkomme und kann das dann im Nachhinein noch nachrüsten bei uns in der Werkstatt, also das ist kein Thema. Display vielleicht noch kurz ansprechen, dass man das noch, ist vielleicht noch erwähnenswert, neue Intuvia 100, ne? Mal hier, schön, clean, mit einem schmalen Rahmen, wichtigsten Infos, was für Motorisierung ich bin. Hier rechts der Balken ist ja auch so, dass ich sehe, in welcher Kadenz ich bin, ne? Dass der Pegel hoch und runter geht, wie stark ich reintrete. Und dann halt so diese ganzen Infos, dass ich Fahrzeit habe, das Übliche, ihr kennt das, Reichweite, Durchschnittsgeschwindigkeit, Maximalgeschwindigkeit, Gesamtstrecke, das Übliche halt. Ne? Jo, habe Licht an, das Prozente und ich kann das halt schön hier abnehmen. Ne? Das ist jetzt mit einer Schraube fixiert. Ja, wir haben es fixiert, genau, sicher. Ansonsten kann ich das halt schnell rausdrehen und ist per Bluetooth verbunden. Ja, ist eine feine Sache, weil es halt schön groß ist. Ne? Und dann kann man es halt auch ohne Brille ordentlich sehen. Ja, Farbe finde ich auch Hammer. Also das ist so... ist es schon Flip-Flop? Ja, es ist so ein bisschen, geht es fast kurz davor. Also bei einem anderen Hersteller heißt das ja Prism Green. Ich weiß gar nicht, wir haben das gerade erst heute reinbekommen, waren aber jetzt alle so heiß drauf, dass wir es direkt aufgebaut haben und filmen wollten. Ich weiß gar nicht genau, wie die Farbe, wie sich sie nennt, aber es ist auf jeden Fall ein cooler Ton mit diesem grün changierenden Mattlack, der so ein bisschen, so ein Schuss, was ist es, blau? Ganz leicht blau ist noch mit drin. Ja, so ein leichter Schuss blau, ne? So fast so Petrol, nur halt, ja, dann hier auch mit dem ganzen
KTM Branding ist echt ein cooles Bike. Schnellspanner ist auch noch mit dabei. Das heißt, ihr braucht nicht einen Imbus dabei zu haben. Ne? Das heißt, hier habt ihr noch einen Schnellspanner. Ist auch noch eine feine Geschichte. Ne? Ansonsten, wir haben natürlich auch die Aufnahme, die übliche am Akkudeckel. Das heißt, wir können Schloss gut anbringen, wir können Flaschenhalter gut anbringen. Finde ich ein wichtiges Thema, fehlt mir immer häufiger bei Trekkingrädern. Finde ich immer gut, wenn daran gedacht wird, dass man ein bisschen Equipment anbringen kann. Auf jeden Fall. Also es gibt viele Tiefeinsteiger, die haben das gar nicht. Ne? Also Flaschenhalter ist dann irgendwie gar nicht irgendwie drauf. Da muss man dann sich anfangen mit so einem Bohrteil oder irgendwie hier vorne. Riesenmüller hat ja dann diese Flaschenhalter vorne eine lange Zeit gehabt, wo sie jetzt so langsam ein bisschen auch weggehen, wo hier diese Schrauben dran sind. Oder man muss halt hinten irgendwas machen und das da ist dann auch nochmal eine feine Sache, dass ich einen schönen großen da Flaschenhalter dran machen kann. Oder halt ein Bordeaux-Schloss. Jo, ansonsten das Übliche. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was wir sonst noch beschreiben sollen, was euch noch so interessiert. Wir haben jetzt quasi alles abgehandelt. Aber wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, gerne in die Kommentare. Und ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns mit unserem ersten KTM bei uns im Ja. Laden. Also wir haben lange drauf gewartet, wir haben es ja schon angekündigt bei der letzten Eurobike, Ja. dass KTM zu uns kommt. Wir sind richtig froh, dass sie da sind oder so langsam, aber sicher reinkommen. Ja, verabschieden wir uns zum nächsten Video, vielleicht ja schon mit dem nächsten Modell. macht's gut, bis dann, ciao.